Ja, herzlichen Dank zunächst mal für Ihren Vortrag. Ich denke, es wird für Diskussion zeugen. Ich bitte Sie, kommen Sie ans Mikrofon, wenn Sie Fragen haben. Wenn erstmal keine Frage ist, hätte ich eine Frage ganz kurz. Neben vielen unterschiedlichen Meinungen, die wir gesehen haben, ganz banale Frage: Sehen Sie ein oberes Alter für eine Korsettbehandlung bei einer Adoleszentenskoliose? Wir machen auch manchmal Versorgungen bei 16-jährigen Mädchen, die sehr dekompensiert wollen, eine Operation allerdings ablehnen. Und da haben wir leider nicht in allen Fällen Erfolg. Das ist ein Versuch über ein Jahr, meistens nur bis zum nächsten Sommer, wenn da sich nichts tut. Aber 80% haben eine kleine Verbesserung. Da kann ich natürlich nicht mehr so viel erreichen wie bei den unreifen Kindern. Aber die sind dann oftmals selbst mit Kleinigkeiten zufrieden. Selten allerdings. Es ist halt viel über die operativen und auch Korsettversorgung gesprochen worden. Obligatorisch sollte dabei eben halt auch eine intensive Skoliose-Therapie nach Lennart Schroth erfolgen. Das kennen Sie ja sicherlich auch noch aus dem Klinikum in Bad Sobernheim. Also gerade Katharina Schroth war meine Großmutter. Wunderbar. Ja, also das unterstreichen wir mal eben halt intensiv täglich als Eigenübungsprogramm gemacht werden und eben halt obligatorisch auch in Verbindung mit der Korsettversorgung laufen. Ja, mein Thema war eben die Korsettversorgung, nicht die Physiotherapie. Deswegen hatte ich das in dieser kürzer Zeit nicht mehr mit einfügen können. Vielleicht Herr Halm als nächstes. Ja, man kann ja zur Physiotherapie kurz was sagen. Ich meine, es gibt ja mittlerweile eine ganz aktuelle Studie, prospektiv randomisiert, die ganz klar nachgewiesen hat, dass die Korsetttherapie signifikant besser ist als keine Therapie. Aber es gibt bisher keine Studie, die hat nachweisen können, dass die Physiotherapie eine Beeinflussung des schicksalhaften Verlaufs einer idiopathischen Skoliose bewirkt. Das muss man ganz klar sagen. Ganz kurz zu Ihrer Anmerkung, dass man Skoliosen im Wachstum nicht im Korsett korrigieren kann. Natürlich kann man die korrigieren. Und es gibt auch Einzelfälle, wo die Korrektur in der Tat erhalten bleibt. Aber wenn Sie sich die ganze Literatur angucken, die statistisch nachgewiesenen, statistisch relevanten Daten sagen eindeutig, dass bei der großen Masse an Patienten mit idiopathischer Skoliose sie praktisch wieder so schlecht werden wie zu Behandlungsbeginn. Es gibt Ausnahmen, ich habe die auch immer mal wieder gesehen, auch in Dr. Hoffmann, wie ich zusammen eine Sprechstunde mache, die gibt es, aber die große Masse der Patienten mit idiopathischer Skoliose wird im Korsett korrigiert, da gebe ich Ihnen recht, aber verliert eben signifikant Korrektur nach Abschulung. Das ist so. Korrekturverluste haben wir natürlich immer hinzunehmen und das Endresultat ist natürlich immer 2 Jahre nach Korsettabschulung eigentlich das Optimale. Allerdings muss man sich fragen, woher kommen diese Studien, wann sind die gemacht? Die sind also schon ziemlich alt, diese meisten Studien, und nicht mehr mit den heutigen Korsettversorgungen kompatibel zu machen. Und auf der anderen Seite ist die Frage, ob jetzt jemand 50 Grad hat und 50 Grad nach der Korsettversorgung wieder hat, war vielleicht deutlich besser als noch Kosmetik. Wir müssen uns überlegen, dass wir ja keine Röntgenbilder operieren, sondern Patienten. Und die sind zufrieden mit einer besseren Kosmetik. Und das Röntgenbild zeigen die Mädchen ihren Jungs eigentlich nicht. Seifert aus Dresden. Ich finde Sie ja nett und ich finde das gut, wie Sie sich engagieren für die konservative Korsettbehandlung. Wir sind wahrscheinlich so 2, 3 Leute in Deutschland, die das noch machen, ich auch. Aber ich glaube Ihren guten Daten letztlich nicht. Also die Weltliteratur sagt zu diesen schweren Skoliosen mit konservativen Behandlungen ganz andere Sachen. Sie müssen dann einen Geheimtrick haben. Ich fände es besser in dieser Session, wo viele konservative Orthopäden sicherlich in der Praxis Daten von uns haben wollen, wie kann ich eine konservative Therapie machen. Also ich würde sagen, wir sollten eine Lanze sprechen für den Bereich 20 bis 40 Grad. Ich sogar würde sagen bis 35 Grad. Aber ich finde es nicht gut, Werbung für 50 Grad Skoliose mit Korsett zu machen. Das ist sicherlich eine individuelle Meinung, aber da wir nicht wissen, was bei einer Operation in 20, 30 Jahren rauskommt, und das ist so, sollte man etwas vorsichtiger sein damit. Und wir haben zumindest Einzelfälle, wenige Langzeitergebnisse. Ich habe die Literatur selbst durchforstet. Wir haben Cochrane-Reviews gemacht, das ist ja wohl also doch etwas Handfestes, muss man so sagen. Kann man nicht sagen, dass es Rosinenpicken gewesen wäre. Es sind umfassende Reviews. Und da ist ja nur die Literatur bewertet worden, die ja von Wirbelsäulenchirurgen erst eingestellt worden ist. Es ist ja nichts da hinzu erfunden worden. Da kommt man zu keinem anderen Schluss.
Ja? Und deswegen ist die Frage, sollen wir entscheiden, ob jemand operiert werden soll oder nicht? Das ist die eigentliche Frage. Denn diese Wahloperation, und wir haben da aus meiner Sicht überhaupt nichts zu entscheiden. Wir haben dann gar nichts zu sagen. Wir müssen die Patienten aufrufen und sagen, das und das gibt es. Und dazu gehört aber auch, dass man sagt, in einer Studie hat man durchaus bei 50% Langzeitkomplikationen, das heißt Reoperation. Das sollte man Patienten auch durchaus nicht verheimlichen. Und dann kann der Patient, die Patientin selbst entscheiden, was sie tut. Und das wäre eigentlich der richtige Weg und nicht, wir behandeln ab so und so viel Grad. Ich habe ein Beispiel in meinem Skoliose-Ratgeber. Patientin ist absolut gerade, wollte ich eigentlich auch noch bringen, aber die Zeit. Ne? Absolut gerade, hat eine Doppelbogenkrümmung von über 40 Grad, dringende Operationsindikation. Was will denn der Herr Operateur der Buches tun? Die sieht gut aus, was will man denn da? An Risiko eingehen. Ich habe einen anderen Patienten gehabt aus einer Uniklinik, der war vollkommen gerade, mit einer kongenitalen Formationsstörung im oberen Bereich, nicht zu erkennen, keine Probleme. Ritterstadium 4, den sollte man operieren. Also das sind komische Sachen, die da schon passieren. Das sind Ihre Ergebnisse, aber es gibt eine wunderbare Langzeitstudie aus Norwegen, Thiermann heißen die, glaube ich, die dort auch jahrzehntelange Ergebnisse von konservativen, nicht behandelten und operativen verglichen haben. Und diese 50% ist irgendeine einzelne Zahl, die sie rausgreifen. Also die Ergebnisse von solchen Langzeitergebnissen nach guter konservativer Behandlung, nach guter operativer Behandlung sind fast identisch. Und Danielsen, die heute schon zitiert wurde, ist ähnlich. Also die Lebensqualität, die private Qualität, alle Dinge, die ADL sind an sich identisch, wenn man ein gutes Ergebnis hat. Aber wenn ich in diesen OP-Bereich 50, 60 Grad reingehe, das hat Danielsen auch verglichen, dann habe ich signifikant schlechtere Ergebnisse, wenn ich konservativ bleibe. Vielleicht erst die Frage hier und dann die Viola. Ja. Sie haben eine Korsetttherapie gezeigt im Sinne einer Ganztagsversorgung, so wie es früher gewährt wurde, 23,5 Stunden am Tag, ist das richtig? Ja? Ausrichten beim Schulsport und beim Duschen. Ja? Ja. Meine Frage, welche Rolle spielt eigentlich das Nighttime Bending Brace oder ist das nur ein fauler Kompromiss, das in Wirksamkeit nicht belegt ist? Es gibt eine Meta-Analyse von Rohr und anderen schon in den 90er Jahren publiziert, dass eben die Nighttime-Versorgung deutlich schlechter abgeschnitten hat als eine Part-Time-Versorgung und als eine Milwaukee-Versorgung, die ja heutzutage nicht mehr als standesgemäß angesehen werden kann. Und außerdem kann man mit dem Nighttime Bending Brace eigentlich nur ein Krümmungsmuster versorgen. So was kann ich damit machen? Ich kann auch unsere Korsette herstellen, Krümmungsmuster spezifisch als Nighttime Brace. Und die sind dann wirklich in allen Richtungen gebändet und zwar musterspezifisch. Deswegen halte ich gar nichts davon. Aber wir haben auch die Anregung von Herrn Kollegen Seifert aufgenommen, dass wir früh versorgen mit einer Nachtversorgung ab 15 Grad bei ganz unreifen Rister 0 erste Reifezeichen. Und da haben wir genauso wie die Dresdner Gruppe auch nur Einzelfälle, die man eine Ganztagsversorgung braucht. Da gibt es ja auch, glaube ich, ganz gute Studien, die zeigen, dass der Effekt des Bracings mit der Tragedauer signifikant zunimmt. Also ich denke, die Tragedauer korreliert direkt mit dem Effekt des Bracings. Noch eine Frage, Viola? Kurze Frage zu Ihren Korsetten. Sie hatten Beispiele gezeigt, wo Sie links hochthorakal, axillär das sehr hochgezogen haben. Das sehe ich bei unseren Korsettbauern auch häufig. Und nicht selten entwickelt sich eine hochthorakale strukturelle Krümmung bei einer primär rein rechtsthorakalen Krümmung. Ist das so, dass das standardmäßig Sie das als Gegenhalt brauchen? Oder ich frage das jetzt mal ganz provokativ, weil ich dieses Problem auch aus dem Alltag kenne. Also zunächst einmal muss ich, wenn ich umbiege, eine Öffnung erzielen, damit ich überhaupt dahin komme, wo ich hin will. Ich will eine Korrekturbewegung stattfinden. Deswegen muss das schon mal etwas höher sein. Das Zweite ist, wenn ich da ganz hoch bin, kann sich natürlich oben drüber nichts mehr rekompensieren und manchmal, das ist eine röntgenologische Komplikation der Versorgung, ergibt sich dann nach der Korsettversorgung, nach dem ersten Korsett, eine hochthorakale Gegenkrümmung. Insofern auch einen Schulterhochstand genau, links, insofern eine ohne Korsett auch. Ja, genau, das stimmt. Und insofern eine radiologische Komplikation, weil es den Patienten, die vorher dekompensiert waren, jetzt aber rekompensiert waren, gar nicht so viel ausmacht. Aber ab dann korrigieren die Korsette im Röntgenbild nicht so gut. Deswegen habe ich das auch nicht so gern. Aber die Höhe, die brauche ich auf alle Fälle, um Öffnungen zu machen, damit eben die Korrekturbewegung in die Gegenrichtung erfolgen kann. Denn Spiegeln ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Ja. Kurze Frage noch. Sie hatten ja jetzt Ihre viele Einzelbeispiele, die zum Teil ja auch, denke ich, kritisch gesehen werden.
Sie persönlich, wo sehen Sie denn jetzt mal die Grenzen der Korsetttherapie? Das muss es doch auch geben, aus Ihrer Sicht. Also sagen Sie mal so. Grenzen gibt es natürlich und 60 Grad Skoliose korrigiert nicht mehr sehr gut, mit 80 Grad haben wir nicht mehr sehr viel Erfolge, das ist eine ganz klare Sache. Und es ist so, dass ich Patienten, die das Risiko in sich tragen, dass sie über 100 Grad gehen können, also wo die Mortalität erhöht ist, dass ich die zunächst mal zum Operateur auf alle Fälle schicke und auch bei Patienten über 50 Grad es erwähne, auf alle Fälle, dass es die Möglichkeit gibt. Und wenn die dann zurückkommen, nicht operiert werden wollen, mache ich natürlich für die Patienten alles. Wir hatten schon befürchtet, es gibt keine Grenze, aber es gibt Grenzen. Herr Halm nochmal. Vielleicht ganz kurz nochmal zu der Bemerkung, dass Sie da Komplikationsraten von 50 bis zu 50% bei idiopathischen Skoliosen sehen. Da hatte ich ja nun wirklich ganz klar die Daten der aktuellen Zeit gezeigt. Das neurologische Risiko, und das sind Daten von in der SAS zusammengefassten idiopathischen Skoliosen, 2 Promille für jede neurologische Störung. Das sind nicht alles Querschnitte und die meisten davon sind auch wieder regredierend. Also das neurologische Risiko einer Operation ist, wenn es ordnungsgemäß operiert ist, marginal. Die Gesamtkomplikationsraten, wirklich für die aktuelle Literatur kennen sollten, für idiopathische adoleszente Skoliosen mit den modernen Verfahren unter 5% und für Erwachsene habe ich sogar gezeigt, aktuelle Publikationen aus der Spine, 8,7% für Erwachsene Skoliosen. Das heißt, weit weg von dem, was Sie uns hier weismachen. Mein Name ist Herr Weiß, ich versuche vieles weiß zu machen, aber ich habe ausdrücklich gesagt... Vielleicht kurze Antwort, dass wir weiter... Ich habe ausdrücklich gesagt, langfristig. Ich habe nicht gesagt, die Komplikationsrate ist kurzfristig für 50%. Es gibt sehr wenige Langzeitstudien, da müssen Sie mir beipflichten, denn ich habe die Literatur auch reviewt. Und da ist eben der Fall aufgetreten, bei dem Portrait-Verfahren, dass 48% nachoperiert werden mussten. Und das muss man auf alle Fälle einmal bewerten. Es gibt wenig anderes. Ne? Und ich habe nie gesagt, dass das neurologische Risiko horrend wäre. Reoperationen. Und die zählen in mancher Literatur noch nicht mal als Komplikation. Ganz kurz zu dieser Arbeit. Das ist eine kleine Fallzahl, ist nur CD und sind fast alles Late Infections. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Das ist ein absoluter Ausreißer in der Literatur. Ich würde bitte diese 48% Arbeit nicht überbewerten. Die Hälfte waren Schmerzen. Davon nicht alles Late Infections. Die Hälfte waren Late Infections, die andere Hälfte waren Schmerzen. Vielleicht hier erst und dann von deinem Leben. Ich bin vorwiegend niedergelassen tätig und habe den Eindruck, dass wir hier zwar sehr differenziert die operative Seite anschauen, aber konservativ sagen wir nur Korsett, irgendwie konservativ. Meine Erfahrung ist, die Patienten, die ich in eine ambulante oder vielleicht auch stationäre Schontherapie bekomme, haben wirklich sehr gute Ergebnisse konservativ und die, wo ich das nicht schaffe, haben deutlich schlechtere. Und ich glaube, da muss man sehr differenzieren, wenn man einfach nur sagt, konservativ, das kann man nicht in einen Topf packen. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, ob die Patienten hier gut geführt werden oder ob sie einfach nur in irgendeiner krankengymnastischen Praxis irgendeine Therapie erfahren. Ja, noch eine Frage bitte. Ja, Herr Weiß, ich habe mit einer gewissen Überraschung gesehen, dass alle Röntgenbilder, die Sie gezeigt haben, immer nur die Frontalebene gezeigt haben. Jetzt wissen wir ja alle, dass das Sagittalprofil eine ganz überragende Rolle spielt in der Bewertung der Skoliose, zum einen aber auch für die langfristige Funktion des Achsenorgans. Wie überprüfen Sie denn das sagittale Profil und wie beeinflussen Ihre Korsette das sagittale Profil? Das Sagittalprofil wird relativ wenig durch Korsette beeinflusst, das muss ich zugeben. Aber wir beurteilen das Sagittalprofil klinisch, weil das Röntgen hat ja keine Konsequenz. Und wenn ich hier sehr viele Röntgenergebnisse bzw. Röntgenstrahlen von der Seite auch noch durchstrahlen lasse, habe ich die Patienten sehr stark exponiert. Also man kann natürlich sagen, dass durch eine operative Versorgung das sagittale Profil verbessert werden kann. Durch die Korsettversorgung meines Erachtens nicht im Wesentlichen, obwohl unsere Korsette genau das auch anstreben. Wir haben eine Lumbalordose eingebaut und eine thorakale Kyphose in die Korsettversorgung. Aber leider ist es uns bisher noch nicht gelungen, das zweifelsfrei nachzuweisen, dass sehr viel passiert. Und die Frage ist, welche Probleme macht das für die Patienten langfristig, wenn sie ansonsten gerade sind und zufrieden und voll funktionell und nicht operiert sind? Und welche Probleme macht ein Sagittalprofil, das korrigiert ist, möglicherweise nach 20 Jahren, wenn es denn operiert ist? Ja, vielen Dank. Ich glaube, eine Einigkeit werden wir nicht mehr
so schnell herstellen. Es gibt noch viele interessante Fragen.